Rein in die Reacts. We're going to go over a bunch of guys. Okay. We talked to you at the Pro Bowl as well, so we're not going to cover any of the same ground. Okay. Although we're going to try and get you to be less humble about yourself. Oh, man. Bin gespannt. Letztes Jahr 64 sogar, krass. Mario a little bit. What's it like having him play in front of you? He plays like the Terminator. Geiles Bild. Whenever he makes a decision to where he's gonna go, he's going full speed, and whatever is in front of him is getting destroyed. Danke, Jojo. Dir auch. Auch mein Heineke. There's some great linebackers in the league, but in terms of the middle linebacker coming down and like imposing his will on players, there's probably none like DeMario. This time the handoff to DeMario Davis. Kurz, weil ich es probiert habe. Citrus Cobra ist lecker. Ist ja auch Zitrus, ne? Aber ich finde Lemon Lizard irgendwie geiler. Gibt es irgendwen im Chat, der auch beide Holy-Geschmäcker hat? Cobra und Lizard? Nee, oder? Oder wenn ein Putty, der jetzt im Lurk ist. Finde beide lecker, vor allem wenn man Zitrone mag, aber ich bin eher Team Lizard. Also wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Citrus Cobra und Lemon Lizard, würde ich sagen Lemon Lizard. Ne? Okay, weiter geht's. Slams Deontay Foreman. We've had a top run defense the last like 5 years now, celebration. and it starts with the front seven, and he's in there. DeMario was the leader of the Saints defense, who has a great defense. You know, Ja, Putty. I feel like they go as he go. DeMario Davis led the Saints in tackles again in 2021, eclipsing the century mark for the 5th straight season. When he hits a hole, whether it be a guard, fullback, or running back, he gonna get his feelings across. Inside handoff to McCaffrey, hit hard by DeMario Davis. Ich meine, ich stelle mir auch tatsächlich die Middle-Linebacker-Position schwieriger vor als die Outside-Linebacker-Position, weil irgendwie du hast halt zwei Seiten, die du abdecken musst oder durchbringen kannst. Als außenstehender Linebacker hast du halt ganz klar links oder rechts als Seite. Das heißt, der Middle-Linebacker ist für mich also ich spiele keinen Football, deswegen müssten es eigentlich die Spieler sagen, aber ich stelle es mir nochmal herausfordernder vor. Nur eine Vorstellung. He's like the apex, captain. You know what I mean? Like, he could defend the run, he could defend the pass. Pressure again on Jones, had to get rid of it fast, and an excellent defensive play by DeMario Davis on Jonnu Smith. Mario Davis. 56 right here. DeMario Davis puts his foot in the ground. He stays leverage on that crossing route, so he can make that play across. Schaut mal auf dieser Wiederholung auf seinen linken Arm, Alter. Was ist das für ein muskulöser Bratko? Alter, da schwingt die Masse. Across the body of the receiver. Perfect position. Why he's one of the best. His play recognition, Hallo Hamburg Steeler, super Markus, was fast. geht? His communication, his tackling in open space, covering, blitzing the quarterback, getting off linemen. He can do it all. If they let him throw the ball, he'd probably try that too. Davis did it all in Week 7 versus Seattle. Geno Smith wird Starter bei den Seahawks. Chat, wie finden wir das? Was sagt ihr? Leading the Saints in tackles, tackles for loss, quarterback hits, and sacks. It was just one of those games, man. Defensively, we just knew we had to get stops. And I know going out each and every drive that a big part of that is, Ich sag, gebt ihnen eine Chance. guys counting on me to make plays. Abwarten. And guys trying Lustig. to block me, I felt unblockable. Late in the game, we had been setting this play up all day. I kind of been going away. And then this one, I faked like I was going away, and I came all the way back around. The line didn't pick me up, and Geno didn't see me to the last minute, so I was able to. Alter, da muss man echt sagen, ich liebe diese eine analytische Szene pro Spieler. Das haben sie cool gezeigt, ne? Wie er hier den Step nach vorne macht, antäuscht quasi und dann komplett außenrum durchbricht. Back around. The line didn't pick me up. Übrigens ein Thema für mich im Podcast. Kann mir jemand erklären, warum die Jets Chris Traveller entlassen werden oder entlassen haben? Der über die 3 Preseason-Spiele komplett abgerissen hat und stark gespielt hat und dann wird er entlassen. Auch irgendwie ein komischer Move, oder? Wahrscheinlich Curtin eher. Also da denkt, wenn die den entlassen, wird es irgendein anderes Team schon zuschlagen. Jimmy Garoppolo bleibt auch bei den Niners und so. Das werden wir alles im Podcast aufarbeiten. Aber das mit Traveller fand ich einen komischen Move der Jets. Obwohl sie bisher viel richtig machen. Das fand ich strange.
I came all the way back around. Also, geiler Move von Davis. Zack, außenrum. Gino, in dem Moment, wo Gino ihn sieht, ist schon zu spät. Guck mal auf Geno Smith. So, Gino guckt das Feld runter. Hier sieht alles gut aus, alles ist geblockt. Er guckt immer noch das Feld runter und jetzt sieht er auf die Distanz. Oh shit, Demario Davis is coming. Vielleicht, Patty, mal gucken, ob das so wird, ja. Da war schon zu spät. Und Geno Smith ist ein beweglicher Quarterback. Aber ihr seht, die Schulter ist ja so gedreht, offen zu Davis, bis er nach links kommt. Also sich einmal nochmal dreht. Dafür ist Davis zu schnell und hat ihn. Guck, Chuck. Zu schnell. And then, you know, kind of last play of the game, I knew the quarterback was scrambling away and DK would run across the field. So when I saw him coming across, I just took off. I just abandoned my responsibility and it was there. It should have been an interception. And it's knocked away. Demario Davis. Patrick 83 DO. Dankeschön für 9 wunderbare Monate. Liebe geht raus. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Oder Dennis. Metcalf. Und ganz kurz, die Schuhe von ihm sind geil, ne? Die goldenen Schuhe passen zu den Saints, finde ich. Feier ich. Style hat er. One of the better leaders in this league. I think the best linebacker in the game. Just all around. There's not much that he doesn't do well. Also ein krasser Allrounder. Ich bleib trotzdem dabei. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf 74 gesetzt hätte. Aber ein starker Spieler von den Saints im letzten Jahr gewesen. Jetzt kommt jemand, Chat, ein Pilfin. Wir haben Cordarrelle Patterson natürlich auch bei den Pilfins. Und ich hätte schon fast überlegt, ob man den vom Gefühl her noch höher setzen müsste. Was der letztes Jahr bei einem Team wie bei den Falcons abgerissen hat als Running Back, Receiver, aber Returner, der hat ja alles gespielt. Auf den Clip freue ich mich jetzt. I'll be watching this on what? I ain't never owned it, so you know you need me to watch it. Let's try and change that. Ich auch. Yeah, let's do that. Just put me at 100, man. That's all I need. Hallo Patrick. Im Vorjahr nicht dabei gewesen, oder? Nee. This is first time on Hallo Mace Window. Yeah. That's cool. He deserves it, man. Man, that's a very hard guy to prepare for. You don't know where you're gonna line up. Kick return. Ja, du weißt nicht, wo er spielen wird. Der Typ kann alles, ne? Running back. Out of the backfield, this is Patterson. H-back, he getting it on the sweep. They're gonna pitch it on a little flash play. Here's Patterson. You might be built like a Mack Jones, der ist halt schnell und kompakt, ne? With a player like that, ja, sind wir leider. Skill set that he have is so crazy. Wir haben zwar Hoyer, Zappi und Jones, aber kommt der Patriots. Der Nucci, ja. Und übel groß, ja. Krasse Maschine, Patterson. He's a guy that deserves to have the football in his hand. When I get the ball in my hands, it's like I gotta score a touchdown. You know, nobody can tackle me. Like I gotta get in the end zone. That's just the mind. Ich muss kurz hinterhelfen, Chat. Weil das ist eine Legende, Snitey. Den muss man schreiben können. Oh, oder mit I? Scheiße. Fail. Mike Denucci. Mit I, oder? Nee, mit E. Ja, ich glaube, so ist richtig. Das ist er nicht. Okay. Nee. Mike Denucci. Nein, er heißt Mike Patex. Ist doch Mike. Das war doch Absicht, Mann. Patti. Mike Denucci. Football is Family TV. Schöner Name. Moin. Ja, aber mit I. Scheiße, okay, hab ich doch verkackt. Ja, Snitey, also so. Ja, schade, dass er gecuttet wurde, ne? Aber er wird irgendwann die Liga neu auseinanderreißen. Sind wir uns sicher. Mindset I got, man. I'm a big guy, you know, people like, you shouldn't be moving like that, to be that big. But I'm like, hey, man, God gave me this, man, so I got to go out there and just try to use it. Ich finde, Patterson ist so ein sympathischer Typ. Told him one time, we played in the first game of the year, man, he called a little bubble out there, a little hitch. I like, man, remember now, we the same draft class, don't run. Was ein Wobbly-Bobble-Ball, oder? Der Pass. Guck mal, von Ryan, guck mal, wie der Ball fliegt. Little bubble out there, a little hitch. I like, man, remember now, we the same draft class, don't run me over. He tried to run me over a little bit, you know, and he kind of heavy. And you can put him wherever you want to, you know, and he can make it Statement oder happen. Statement? That's what a talented guy like him does. Der Stiff Arm gegen Ryan. VP, Dankeschön für 7 Monate. Kommt mir vor wie gestern. Love you, Bro. VP, ich bedanke mich für 7.
Und du bist ja auch ein absoluter Gönner. Schon, also ich sehe am Geschenk vor deinem Namen über 25 Gifted Subs. VP, schön, dass du Teil der Community bist. Hallo, guten Tag, morgen ist schon fast 12, ne, guten Mittag. Logan Ryan, it's a race to the house. Caught one-handed by Cordell Patterson. That's a little basketball play. Alter, der doch Arme, ne, Wahnsinn. In 2021, Cordero Patterson had career highs in both yards from scrimmage and touchdowns. Patterson may not have made the Pro Bowl, but this is the players list. And the Der hat es nicht in den Pro Bowl geschafft, ne? Eigentlich auch ein Skandal, Patterson. Ich weiß jetzt nicht, welche Runningbacks stattdessen drin waren. Vielleicht hat es auch gepasst, aber er hat es auf jeden Fall, er hätte es normalerweise verdient gehabt. Hansi, Statement, dass Danucci gecuttet wurde von den Cowboys, bitte. Ja, auf jeden Fall Orange Man. Naja, so schlecht wie Danucci war, kann jemand bitte Hansi bannen? Danke. Players know their stuff. Wir haben genau 57 Subs, Leute. Dankeschön. CP's best games, you know, has been our offense's best game. Let me tell you something. You're balling. 40% of the offense. You know that? Das Ding ist, wo wären die Falcons ohne Patterson und Pitts gewesen letztes Jahr, ne? That's amazing, man. Bis dann, Critics. Patterson doesn't just get love, he gives it out. Why's she crying? Why's she crying? Das ist so geil. Why's she crying? Oh, because he got a ball and she didn't. Oh, she need a ball? Let's find her a ball. Jimmy, I can get a ball. Hey, let me get one. Let me get one. Mason. Oh, wie süß ist das, oder? Sie hat geweint, weil sie keinen Ball bekommen hat. Ja, Russell Gage-Trikot. Okay, Bruder. Viel Spaß bei den Bucks. Und er holt ihr den Ball. Also super, super süße Aktion von Patterson. Da, wo sie dieses Jahr wahrscheinlich enden werden, irgendwo Top-3-Pick. Wahrscheinlich schon. Aber ohne ihn wäre es noch schlimmer gewesen. Immer noch nicht verstanden, wie sie 7 Siege geholt haben. Ja, true. NFC-Kader, Dankeschön, ein paar Texte rausfinden, war Cook, Corner, Kamara. Kamara muss rein. Cook auch. Ja, wie gesagt, bei Connor, ich finde Connor ja auch krass. Und der hatte gute Werte, aber ich glaube, ich hätte fast Patterson statt Connor gewählt. Aber beide hätten es verdient gehabt, auf jeden Fall. Michael, Dankeschön für 20 Monate, mein Bester. Wie geht's dir? Dankeschön für den Support. Auch schon krass, Alter. Michael einfach 20 Monate am Start. Michael auch jemand gewesen, der Köln als Community-Treffen mit organisiert hat. Sehr, sehr wichtig war von MyWorld, meinem Sponsor, den ihr hier oben lesen könnt. Ausrufezeichen MyWorld in den Chat. Michael, Dankeschön für den Support über so eine lange Zeit. Hallo Fronti und Tour und hallo Maskinen. Wir gucken uns gerade noch die Top 100 der NFL an und gehen dann später in Madden. Ja, war auch krass, Orange Man. Aber ich glaube, ich weiß nicht, Patterson hätte ich es einfach mal gegönnt, sozusagen. Eberl wird Geschäftsführer bei Leipzig. Viel Spaß. Come on, man. Hallo Steffen. It's long overdue, man. I've been in the league 9 years. Never made the list. I think this year it's time, man. I think I showed a little bit what I can do. I ain't sure it all. Der ist einfach sympathisch. Forever. Watching all those great guys get recognized. Why Absolut not be verdient. there with the top of the top? Loved having him on my side. Ich glaube, es ist noch nicht bekannt, Snidey. Noch habe ich auch nichts gelesen. Ich finde es auch krass, wie lange das dauert. Platz 72 von den Seahawks. Auch da ist meine erste Reaktion bisschen weit oben, oder? Also ich hätte ihn weiter nach hinten, also Richtung 100 gepackt statt Richtung 1. Quandre Diggs auf 72. Also der war gut, ne? Mal gucken. Matt Stafford. On my side of the ball when I was in Detroit and followed him ever since in Seattle. Now I'm in the division with him and he's a great player back there and it's a tough test for a quarterback. Okay. Letztes Jahr 77 auch schon gewesen. Diggs is an amazing player. Seems quiet, chill when you talk to him, but that's not how he plays. Geile Mucke. He's aggressive. He likes to hit. That's a big hit. The hit by Diggs dislodges the ball. That's an excellent play by Quandre Diggs. Logan Thomas gets blasted by Diggs. Ball pops up. Adams makes the interception. Okay, das ist ein geiler Tackle hier. What a Hallo great Wolf. shot by Diggs on Logan Thomas.
Gegen Logan Thomas. Come downhill and he's a ball hawk. Seahawks safety Quandre Diggs may be the most consistent ball hawk in the league. Picked off Diggs. Yay, we got one! He is the only player in the NFL. Ich sag's euch, Chat, ist der beste Job der Welt. Ist der beste Job der Welt. Irgendeinen Coach wegzuziehen. Ist der beste Job der Welt, Alter. Ah. He is the only player in the NFL to record at least 3 interceptions in each of the past 5 seasons. Danke, Patti. Right down and throw it to. He'll catch it. Taliban! Way to go! Way to go, Diggs! Woo! Woo! You know, he got me a couple times last year. I think he's a really underrated player in this league. A lot of people that don't really study this game and look at this game don't really know much about him, but I think he's a really good player. Okay, der Pass war aber nicht gut, oder? Throws it to the back end of the end zone, and it's intercepted. Der auch nicht. It's intercepted in the end zone. Quandre Diggs. And a heck of a play also by zweimal Diggs. Stafford. He stayed out of the sideline of Matthew Stafford, tracked the ball the whole way. If you watch the video, he's on this the entire way, sprints into the picture. Aber was will Stafford da machen? I mean, the way that Diggs played it, it almost looked like Hä? he was running the corner route. Und wirft den Stafford, will er wegwerfen. He's one of the best in the NFL. Diggs is a smart football player. I think he knows what plays are coming. He knows where to be and where those throws are going to be. It was Deebo Samuel, the intended receiver, and Diggs has just been all over the field. He's always in the right place. Ja, physisch. Ball picked off. It's intercepted by Diggs. What a read by Quandre Diggs. Junge. Sorry, irgendjemand wirft Lars gerade weg. Wie geil ist das hier gemacht? Ah, das war ein starkes Play. Gut antizipiert. So good at playing the ball in the air. He shows up at such big moments. I love that kid. Ja, ich fand Diggs auch krass. Ich hätte ihn aber, glaube ich, nicht auf 72 gehabt. Ausrufezeichen Fantasy ist, glaube ich, der Command. Genau. 7. September, 20 Uhr. Lieber Frontier on Tour. Oh, viel Erfolg, Mace Window. Kelsey, hallo Weberli. Ja, ein Eagles-Spieler. Jason Kelsey, seit Jahren einer der besten Center und ein sehr sympathischer Typ. Bin gespannt, was wir jetzt hier bei ihm sehen. Twitter @Eagles. Oh, kommt das mit dem Bier? Oder was ist das? What do you do if your coach sends you a keg to entice you not to retire? If you're Eagles center Jason Kelsey, you tap it, take a swig, and give Philly fans the answer they were hoping for. But I'm definitely not retiring from playing for the Philadelphia Eagles. Ey, was ist denn das für ein geiles Video? I'm having way too much fun doing that. We're happy you're back. So am I. Einfach, also wirklich ein super lustiger Typ. Jason Kelsey, letztes Jahr auch schon drin gewesen, zu Recht. Also, der Typ, Wahnsinn. You're back on the list. Are you, what does it That's good to know. To me, I think this late in his career, I think he's more one of those crafty veteran guys. While a lot has changed for Jason Kelsey over his 11-year career, one thing remains a constant. When the game kicks off, Kelsey will be in the starting lineup. That streak, that's like 7.5 years. Talk about consistency. He's always out there. He's playing all the time. Hallo Bianca. Grüße an die Arbeit. Head of the O-line, making the calls, getting everyone on the right page. You got a lot on your plate, but I think he does a good job. Kelsey was the centerpiece of an Eagles offensive line that paved the Alter, way was ein for the Typ. league's 2 Leute top weggeblockt. rushing attack. Part of the reason that Philadelphia can do so many good things in the run game is because of Jason Kelsey in the middle. He is a great center and not den only Ball physical weggesnappt und dann direkt zum his nächsten. ability to get to the second Gerne, Bianca, level, Kuss. to block safeties, to block Verdient. linebackers. Smart guy, knows what to do and how to get there, and he's efficient at what he does. Kelsey, he's as good a center as the NFL's had in the last decade. Jason Kelsey, just an outstanding job of creating space. He's one of the fastest. Hansi hat das Fake-Emote reingeschrieben, Chat. Das ist das echte. His get off. I mean, you gotta make sure you're Alter, ready wie er den wegschiebt, ne? Guck mal, wohin? Oh mein Gott! Alter, der schiebt den ja übers ganze Feld. His get off. I mean, you gotta make sure you're ready to beat him to the spot. You gotta make sure you got your. Nee, ich glaube nur Subs bekommen, Web, sorry. His get off. Hallo Bonsai! I mean, you gotta make sure you're ready to beat him to the spot. Alter, wohin er ihn schiebt, oh mein Gott. You gotta make sure you got your cleats tied up right.
he one of the most athletic offensive linemen I done seen. Even when we doing sprints and stuff, you see him outrunning some of us. So you're not usually seeing offensive linemen outrunning defensive linemen. Kelsey, outstanding job of continuing to work up the field. So wie der die Leute wegbügelt, ne, als Center. You get Jason Kelsey out in front of you, boy, good things are going to happen for you. Kelsey's been playing at a ja, einer der krassesten Center, oder, Chat? I didn't think it was so crazy that he's so athletic. You know, I'm like, oh man, goodness. He might well come out there and play a little bit of DB. You know, so Wartet kurz. Wartet kurz. Wartet kurz. Wieso hängt mein Bildschirm? Hä? Hallo? Wieso hängt mein Bildschirm, Chat? Warte mal, F5? Muss kurz mal was aktualisieren. Nein, deswegen! Oh, Fabian, du Penner! Ich wollte gerade Cinte beschenken. Ich habe 8-mal auf Bezahlen geklickt und es hat nicht funktioniert. Weil Fabian schneller war, Junge. Triggerfinger. Du Kleiner. Ich wollte ihn beschenken, Mann. Das ist jetzt unfair. Ich wollte das machen. Toll. Toll. Ich wollte auch gerade... Sorry. Ich habe auf Cinte geklickt und wollte ihn beschenken, aber ich konnte nichts machen. Ach, Mann. Kann ich... Ich kann auch nicht auf Stufe 2 upgraden, ne? Den Hansi. Geht nicht. Ich kann nur Abo verschenken und da hat er schon eins. Och, Mann! Hansi, dankeschön, Küsschen. Nummer 1044, der Mann. Wahnsinn, Alter. 1054 Gifted Subs. Platz 4 All-Time. Maschine, Hansi. Ich nehme auch gerne. Was denn, Plätze? Du hast doch schon Sub. Weiter geht's. He's a goat, man. I call him the goat. Hey, dog, also Kelsey, krass. Love you, bud. Hallo, King Kong. Obviously, this is a list compiled of all of your peers, so to be on that list. Auch süß, ne? Mit dem Bruder. Atze Crank. Dankeschön für den Gifted Sub an Courtney. 30 Subs hast du schon da gelassen. Vielen lieben Dank. Hier die beiden Kelsey-Brüder. Auch geiles Duo, oder? Wisst ihr noch die Geschichte mit der Mama, die hin und her geflogen ist, um beide zu sehen? Geil. Wann kommen die neuen Kopfgelder hinten dran? Gute Frage, Weihaus. Irgendwann, irgendwann. Bestimmt. Goat, man. I call him the goat. Hey, dog, man. With the ball out there, man. You doing your Mahomes Stimme. Love you, bud. Love you, bud. Obviously, this is a list compiled of all of your peers, so to be... Ich meine, Travis Kelce ist so der funny Guy, der irgendwie alles lustige Titan, den man so kennt, aber Jason Kelce ist genauso lustig, oder? Geht ein bisschen unter. On that list is definitely a testament, you know, to the guys. Jason Kelce ist der ältere von beiden, ne? You're actually playing against. Meine ich. Looking forward to another year in Philadelphia. All my teammates. Let's go dominate. You know, if you can. So, Chat, und jetzt kommt jemand, der ist, seitdem ich Football schaue, war auch einer meiner Lieblingsspieler am College bei LSU. Tyrann Mathieu ist my Safety. Den liebe ich über alles. Klar, er macht auch mal Fehler, aber ich finde, das ist ein Defense-Captain, so muss ein Safety spielen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Chiefs ihn haben gehen lassen. Wirklich, ich finde, der hat da perfekt reingepasst. Aber jetzt kommt er nach Hause so ein bisschen zu den Saints und bin sehr gespannt, was er da bringen kann. Ich glaube, das ist echt eine super, super Verstärkung für New Orleans. Und ja, bei den Cardinals war auch geil. Safe. Ich finde, Tyrann Mathieu ist ein geiler Typ. Und auch hier zu Recht auf Platz 70. Klar hat die Chiefs-Defense am Anfang echt Probleme gehabt. Aber vor allem, als er gefehlt hat, war es noch schlimmer. Als er da war, hat sie sich ein bisschen gefestigt. Ich glaube, das wird ganz, 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 ganz schlimm ohne ihn jetzt für die Chiefs-Defense in der Division. Ja. Danke, Atze Crank, für den Gifted Sub an Courtney. So. Platz 70. Be nominated or considered, you know, one of the best. That's always a good feeling. Letztes Jahr auch, oder? 58 sogar. Hey, you gotta, you know, realize, you know, it's an offensive league now. Mace Window, ich will nicht zu sehr spoilern. Ich spoiler nicht. 100
offensive guys that could probably make the list. So anytime a defensive guy makes the list, you know, it's always like that's a big deal for us. A big deal for us. Thank you, God. Thank you, God. Grateful. Grateful, love. Grateful, love. He plays just with his hair on fire 24/7 with so much tenacity. Believe in yourself. Believe in your teammates. Believe in the standard we set. He's active in the pass game, active in the run Darren game. Waller. Alter. He's gonna fly in on tackles. Matthew knallt sich doch gerne mal weg, Alter. He's a turnover waiting to happen. The ball is out and picked up by Tyrann Mathieu. Oh, gegen die Cowboys haben sie. I would just describe him as, you know, annoying. You know, and as a defender, that's kind of what you're trying to be. Like, you don't want to give them room to breathe. And he's that guy. He's always right there, and he's not afraid to deliver a hit too. Watch this body check. Alter, guck mal, wie er stehen bleibt, ne? You know, he flies around. You know, he undersized, but his heart is through the roof. So I think that makes up for the Ey, wisst ihr, wie schwer es ist, so einen Darren Waller auf den Boden zu bekommen? Tyrann Mathieu einfach. Size, but his heart is through the roof. So I think that makes Einmal up for rumgepackt und runtergezogen. the size Krass. difference. You know, he'll get in there and bang with the best of them. You know, if it's a lineman, running back, you know, tight end, doesn't really matter. He's a heck of a player. Ja, Orange Man. Down he goes, the Honey Badger came screaming in. His presence, I think, you know, is something that's very unique, very special. So much respect for Tyrann. I just try to do my job, man. You know, if I make the play, I make it. You know, if I can help my teammate make it, that's even better. Another big play by Tyrann Mathieu, the Honey Badger. I'm the best in the world! The whole world! Ich muss, also da, wo ich nicht so mag, er hat letztes Jahr den einen oder anderen Tweet abgesetzt, den ich nicht so gefeiert habe, aber auf dem Platz, krasser Typ. He's a special football player. I remember watching him when he was at LSU, but above anything Ja, das else, ist der Schreibchat, ne? Er ist nicht so groß, er wirkt eigentlich nicht so stark, aber trotzdem macht er diese Plays. Das ist ja genau das Geile an Football, dass du eben nicht die große Übermaschine sein musst. Ich meine, er ist ja immer noch eine Maschine, aber im Vergleich zu den anderen halt ein bisschen weniger. Du kannst trotzdem abliefern. Wenn du halt das richtige Mindset hast, die richtige Übersicht hast, deine Fähigkeiten optimal einsetzt und deswegen, ja, feiere ich diesen Sport und auch Tyrann Mathieu. Ja, Fabian, das Kappa kannst du aber ganz groß machen. At LSU, but above anything else, his instincts in football are what stand out to me the most. Ja, das ist der zu 100% Zustimmung mit Cooper Kupp. Den Instinkt, den Mathieu mitbringt, den findest du selten bei einem anderen Spieler auf der Position. Einfach krass, was der lesen kann und einfach ahnt. King Kong, auch du hast schon 16 Abos damit auf dem Kanal verschenkt. Dankeschön für den Gifted Sub. 2 Gifted Subs sogar an Gordon und an Passi. Der wird sich freuen. Dankeschön, King Kong. Küsschen geht raus für 2 Gifted Subs. F in den Chat bitte. Hab in meinem Fantasy Tannehill und Goff als Quarterback. Ich würde sagen Tannehill. Being where he needs to be, he just got a knack for it. And there's something to be said about guys like that. The pass is going to be intercepted. 32 is so smart. He's seen the Danke, King Kong. Bro, he's just darted over to you. I seen it. Classic case of Mathieu understanding Der what the Pass war auch offense is going schwierig. to do. He's a very smart player. And I think that's what, you know, separates him from a lot of the other safeties. In 2021, the Honey Badger accounted for 6 turnovers. 6 Turnover. Boy, is he active. How about a 34-yard pick? 6. He's into the end zone. This year, he's taking his playmaking instincts to the Big Easy. Und wisst ihr noch, wie Matthew Sörensen angeschnauzt hat einmal? To have him in town. He has proven himself time and time again. He's just one of those pure ballers. Every team he's been on has just risen to the top. You know, now that he's here, man, you know, it's on like Donkey Kong. Oh, Chat. Also Tyrann Mathieu für mich absolut verdient auf Platz 70. Platz 69. 69. Mal gucken, Luis, wie ich Bock hab. Cam Jordan. Einer der sympathischsten Typen dieser Liga. Bin gespannt. You should be number 1 on this list. I mean, I would look no further than myself, but you know what? It's not me. Er ist sich selber auf Platz 1. Geiler Typ. Letztes Jahr auch Top 100, oder? 46. Ja, Plätze, ich weiß. January 9th, 2022, fourth quarter. Matt Ryan
Junge, der hat das so rasiert in dem Spiel, Jordan. Cam Jordan. His 23rd career sack of Matt Ryan in 22 games. His favorite man to sack. Yes, sir, Steve. Oh my God! What is that, the last time I sacked Matt Ryan? Is that going to be the last time you sack Matt Ryan? For like 3 years, right? I don't know the next time we play the Colts. Why do you have to go so far? It's so disrespectful. I got no call, no Twitter DM, no IG DM. I mean, there's so many ways I could have been reached. Just like, hey, Cam, this ain't working out. I'm leaving. Wie geil. Er liebt es halt, Matt Ryan zu sacken. Ist der Quarterback, den am meisten sackt. Matt Ryan wechselt von den Falcons zu den Colts und er beschwert sich darüber, dass Ryan nicht wie sich verabschiedet hat, weil er jetzt die Division verlässt, weil die Falcons ja mit den Saints in einer Division sind. Sehr, sehr sympathisch. Cameron Jordan and Matt Ryan have a special relationship that has lasted for more than a decade. Down he goes! Ein Jahrzehnt. Jordan's 23 career sacks on Ryan are more than any player has sacked a single quarterback in NFL history. Der hat 23 Mal in seiner Karriere Matt Ryan gesackt. Das ist NFL-Rekord zwischen zwei Spielern. Junge, ich kann Matt Ryan verstehen, dass du sagst, du gehst in den Colts. Spielen die Colts gegen die Saints dieses Jahr? Hey. Cam Jordan, he has been a menace to Matt Ryan. Nah, I'm just like the bitter ex-girlfriend. I'm just like, hope you don't succeed. Der Clip ist jetzt schon überragend, also 1:23. Getting all these texts from folks like I need time to process. I guess I'm happy for him if he's happy. If that's what he wanted and what's best for him. At Falcons, Matty Ice. Levels are in the NFL history. You always have that. Farewell to Black and Red, number 2. Ein sehr, sehr, sehr sympathischer Abschlusstweet von Jordan. Schade, dass es keine Saints gegen Colts gibt. Naja. It's better to miss you Hast du geiler Tweet? than never to have had you. Better to miss you still. There's always gonna be the next favorite, you know? Jordan may already have his eye on someone new. There's a Tom Brady one because he got upset. Wie lustig ist Cam Jordan? Takes the snap. Saints bring just 3. Brady in trouble. Ball's loose. Saints got it. It's knocked out by Cam Jordan. Well, that's a big turnover. Huge. Yeah, I'm part of that. Toughest matchup this year, probably Cam Jordan. He lines up wide and then comes just barreling through your face. He pushed the lineman into Tom Brady. Weil ich meine, Tristan Wirfs ist für mich auch einer der besten O-Liner. Und du siehst schon, dass Jordan auf jeden Fall mit Speed kommt. Deswegen lässt er hier so viel Platz, um Wirfs zu überwinden. Und er schafft es nicht, Wirfs komplett zu täuschen oder auszuspielen. Aber es reicht, um halt die Arme durchzustecken, um Brady abzufacken und den Fumble zu erzeugen. Also da treffen echt zwei Titanen aufeinander, sage ich mal. Und Jordan macht es einfach clever gegen einen wie Wirfs. Also Respekt. Up wide and then comes just barreling through your face. Wirfs tut alles, aber es reicht nicht. I know what he's going to do, but I still got to stop it. He's very disruptive. Let me put this in perspective. Tristan Wirfs has given up 1 pressure, no sacks, no hits, 1 pressure in the last 5 games. And Cameron Jordan is putting on a clinic. Alter, wie der Wirfs zur Seite packt. He's been a force in the league for a long time. Older and wiser in his 11th season, Jordan added something new to his game. I added patience to my game. When you go 5 or 6 games till I have my first sack, it's a whole lot of woosah. Like, the Seattle game, that was the first sack of the year. Like, I needed it. Cam Jordan gets the sack. That is something a lot of Saints fans have been waiting for. This is a 17-game season. We're going to take this as it comes. And once they come in bunches. So get yours, because I'm going to get mine. And things. Ich bin so verliebt in diesen Mann, oder? Das ist bisher für mich der beste Clip. Geiler Typ. Started getting real effective real quick. When they came, I mean, it was 2 a game, 3 a game, 4 a game. And he will go down. Jordan again, 3 straight games with back-to-back sacks. Get 1, you get 2. Get 2, you get 3. More. Hey, Cam Jordan, feast away. 7.5 sacks in his last 3 games. The biggest back end of the season that anybody that I've been playing with has had, and it was phenomenal to watch. The way that he dominates his opponent is just a complete game changer. Vintage Cam. Well, I keep hearing my name. What's up, little man? I'm in the middle of a game. It's quarter 1. Toss it. Do it. What? I need a pen. I can't just sign it with nothing. All right.
I don't want to just be like a great run Junge, was ist das für ein lustiger Mensch? stopper in this league or a great pass rusher. I'm the embodiment of both. I came to the league thinking I was going to be the most complete defensive end ever. Come to Plätze. Whether you tell me I am or not, in my mind, I'm always striving to be. Talking to NFL Top 100, I mean, it's great to be acknowledged, but at the same time, the prize is to be the best. How does that feel? Great! Oh, süß, bei den Lions sogar. Hatten wir Cam Jordan schon mal bei den Pilfins? Nee, oder? Wir müssen ihn eigentlich mal holen. Zach Martin, auch einer der besten Guards der Liga. Auf Platz 68, krass. Aber ich glaube, Hansi wird das bestätigen. Zach Martin is on the list almost every year. That's a guard? That is a guard from the Cowboys? I've heard that name before. Ones with them? You might know? Probably not. I don't want to be friends with these people. Their job is directly to become an obstacle. Offensive linemen don't have like a set mission or goal. They're like, hey, what do I want to be when I grow up? A roadblock. That's how I'm gonna win. Roadblock. Junge, das ist wie eine Comedy-Show mit dem. Also, ich finde es auch geil von NFL Top 100, dass sie Zach Martin vorstellen und erstmal Cam Jordan reinholen, der die Position des O-Liners disst. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? A Roadblock. Alter, geil. Roadblock. I would definitely say Zach Martin because he just shows up and does his job. It's a common occurrence for him to show up on this list. Ja gut, Zach Martin ist You don't hear a lot from that interior right side of the line throughout the game, and that's because he's just shutting stuff down. Handoff, Elliott plunging on the right side. Big Zach Martin block. Zach Martin's been a mauler. He just took Christian Covington and danced him back 5 yards. He's a dominating run blocker and a dominating pass blocker. Zach Martin, he's as good as they get around the league. There really isn't any weak spot in Zach's game. He's a very balanced player. You never really catch him off guard. He's somebody who truly understands contact Mike balance. Daniels wieder. Wherever he hits a guy, that's where they're staying. They ain't getting off that block. Handoff coming, right block from Martin on the edge. Zach Martin, I always like to watch his film because he's been doing it for a long time and he's such a technical player. Like his technique and his effort make him stand out. Hey, good job on the that touchdown play. I knew that guy was kind of bluffing and gonna go still. In 2000. Also ich kenne jetzt auch nicht so viele O-Liner, die zu einem Running Back gehen oder zu irgendeinem anderen Playmaker und dem was erklären taktisch, oder? Das ist schon krass. Go still. In 2021, Zach Martin committed 0 holding penalties for the 5th time in his 8-year career. Keine einzige Penalty für Holding. Play, early on, filled with just, I'm gonna knock everybody over like a bowling ball. And he knocked everybody over like a bowling ball. Zach Martin pulls, and he absolutely crushes Jaron Williams. Jaron Williams is making his first NFL start, and he said, I did not sign up for that, big boy. Hey, just like every game, it starts with this group right here. They want to talk physicality. Let's show what the physicality is all about. Now it's krass, Fabian. I'm not gonna knock everybody over like a bowling ball. 47 I'm gonna get off the ball, lull them asleep. As soon as they get in contact distance, wham! I'm gonna strike. You want to follow your best, and your best is Zach Martin. Bam! Opening up a lane for Zeke Elliott. He's a really good, savvy player that can get to the next level. This is Martin's 6th straight appearance on the players list, a record for regard. So, number 70 has a tracking history of rerouting top rushers and delivers in any weather all season long. Not bad for a roadblock. Dallas Cowboys can lean on him. They run behind him a lot, so he's definitely gonna be in the top 2 guards as long as he don't lead. Zach Martin, einer der besten. Zach's been the poster child for guard in the NFL. Unfortunately, it's against a team I hate. So, Nummer 67. He's still the best guard in football. Buda Baker. Ich hätte gesagt, Chat, wir gehen wieder so bis Platz 60, oder? Da haben wir wieder 15 Spieler gemacht und dann können wir so dann in Madden gehen. Jetzt sind wir bei 67, auch einer der beliebtesten Spieler, denke ich mal. Buda Baker. Auch ein geiler Name. Is a heat-seeking missile. And he's upended by Buda Baker at the 15. Buda He's Baker. A player. He's a bullet. He's a blur out there. He just does everything at 100 miles an hour.
If Buda Baker doesn't make that play, Jamar might have still been running. Shoots. X questions later. Cut down by Buda Baker. When he hits, I mean, he lays into you. And I think he walks around at 180, soaking wet. But he's a hell of a player. Der geht echt voll rein, ne? Echt krass wieder rein yeetet. Letztes Jahr Platz 19 sogar, heftig. I think Buda Baker, man, he's one of the most explosive players in the league. He's smaller, undersized. Everybody else talks to me how I'm smaller, but Buda, you're a little bit smaller than me, man. That's, but how you bring that punch every play. It's Russell. I've never seen a player play with such reckless abandon. Der springt echt volle Kanne rein, He's ne? a force. He comes out of that center of the field and he comes down full speed. He's trying to take your helmet off. He's trying to blow you up. Smart teams know there's only one way to survive Buda Baker. We've got the Buda rule here, where you just want someone block Buda. Wherever he is, someone make sure you go and block Buda, because he's gonna be flying from wherever he is on the field. He's gonna be flying. He's gonna be around the ball. It's the no hesitation, because you'll see him 15 yards deep, and then he'll make the tackle at 5 yards. Also ich muss halt sagen, Buda Baker hat sich auch letztes Jahr ein bisschen schlimmer verletzt, ne? Das ist vielleicht auch irgendwo eine Konsequenz von seinem harten Spiel. Aber es ist natürlich krass, wenn er sich jedes Mal seinen Körper da so reinwirft, ohne Furcht gegen irgendwelche andere krassen Kühlschränke. Viel Respekt dafür. Like Buda Baker. Let's play and just watch how much ground he covers on this one play and talk us through it. I don't even have to see this play to know how much ground he covers. He's like a missile. Alter. And then the pop-up game is everything at the end. No, the way he comes down and fills the run, he's coming low. He's there to wipe you out. And, he has no fear when he's coming down, and he's shooting right at that thigh board, and you better be ready, because if you're not, it's gonna hurt. I mean, you usually just don't see it coming. And he gets so low to the ground, he's so aggressive, and he just kind of flies through that shin area. And there's not really much you can do there. Just takes you out like knee down, and that's the most efficient way to tackle somebody. He attacks everything 100% full speed. Der reinspringt frontal, ne? I've seen him, take people down from up top. Seen him take the legs out. Ja, stimmt. Mal gegen Hüfte, mal gegen Beine. Reckless. He knows how to control it. On Sundays, and this year he's turning that recklessness into picks. The ball is loose and it's scooped up out of the air by Buda Baker. Just the work that he puts out there, you can see on tape, never takes plays off, never loafs. He's always around the football. He's good with his hands, he's good with his punches. Back to pass, lobs it over the middle in the end zone. Also völlig verdient. By Buda Baker on what looked like a sure touchdown catch. I tell him every time I love playing against him, because he makes you bring it over and over again. He's overall a really smart football player. He's always in the right place at the right time. It's awesome. I mean, Buda's one of my favorite players in the league. Ja, finde ich auch cool. Und jetzt kommen wir zu einem, wo ich sage, einer der Gründe, warum die 49ers damals auch im Super Bowl standen gegen die Chiefs. Die Forrest Buckner, der auch bei den Colts abreißt, kranke Maschine. Also gegen den möchte ich mich nicht aufstellen. Forrest lives up to his name. He's like a big tree. Alles gut, Hansi, danke. Der Sound. DeForest Buckner. 27 davor, krasser Typ. DeForest is a freak of nature. DeForest Buckner said it starts with me up front. Für mich einer der besten Tackle, also Defensive Tackle. 9.5 sacks last year. Just going out there and just raising, just cane everywhere. Brady feeling pressure, he's gonna go down. Dude is huge, and he don't move like your average big guy. DeForest Buckner was there, one of the best defensive players in the league. Mack Jones backs the throw. Now he's flushed out of the pocket, left side, and he's sacked. Guck mal, wie Jones schon vor Angst runtergeht, ne? Boah. You know who I had to learn that from? Works a little different for him though, because he's 6'8". Defo. I step in and swim, so. All he does is swim. He trying to make the Olympic team. DeForest's height and limbs make him stand out. Was eine Walze, oder? The dude's like 6'7", 300 pounds. He's long. He's long. That guy, he's
He's like one of the guys that literally like you can give him any set and he'll find a way to beat it just by just using his length, just keeping you away from him. Das heißt, lange Arme, krass. Hey, sometimes you gotta push, sometimes you gotta pull. Yeah, you know, you get guys with the longer arms, you know, even if you get your hands on them first, if they have the power to, you know, lock that arm out, it can cause some problems. Der hat gefühlt so lange Arme, Wahnsinn. Hands is what stands out to me. The way he can grab somebody's shoulder pad and toss him to the ground like a rag doll. One play that, and it ain't from this year, but one play that sticks out is when we was playing the Vikings, and he kind of like just like tossed the guy. And it was like, wow, like how? Like how do you do that? You know, he just got a mindset that, you know, he can do anything. He gets a lot of double teams and he's able to have, you know, his teammates play off of him because the offensive line is always worried about, you know, where DeForest is. So ein krasser Typ, Chat, oder? It means a lot though when I'm playing next to a guy like DeForest Buckner. He's getting crazy push and getting penetration up the Also middle. auch verdient Top 100. You know, he's flushing the quarterback to me. Good pressure up front by DeForest Buckner. So, you know, it's just, I appreciate him so much. Second sack of the ball game for the Colts. Dude is unbelievable. He's next ja, level. also DeForest Buckner, ich bleib dabei, für mich einer der besten Defensive Tackle. Wie so ein süßes Gesicht, ey. Der Liga. Jetzt kommen wir zu Derek Carr. So zu einem der Lieblingsspieler von Carsten Spengemann, Chat. Vielleicht da mal kurz eure Meinung. Findet ihr, Derek Carr ist ein guter Quarterback? Findet ihr Derek Carr... Oder nee, ich frage anders. Ihr schreibt ja oder nein, ja? Wird Derek Carr in seiner Karriere einen Super Bowl gewinnen? Guten Morgen aus Toledo. Ohio war schon bei Tony Pacos und den Bowling Green Rockets. Grüße an Carsten. Der ist gerade nicht hier, Venus Hügel, aber Grüße zurück. Viel Spaß da. Guck, wie schnell die Nines reinkommen. Nein. Bin ein Raiders-Fan, aber Carr nervt mich. Guter QB, aber für mich nicht 65. Ja, aber, also der hat letztes Jahr, Chat, gute Spiele gehabt. Ich würde ihn schon in der Top 100 sehen. Ich hätte ihn vielleicht nicht auf 65 gepackt. Ich hätte ihn auch ein bisschen schlechter gesehen, aber Top 100 für mich legitim. Er wird halt, also, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen wie bei Kirk Cousins, die beiden werden ein bisschen zu schlecht gesehen. Weil irgendwo, also statistisch gesehen, ist nicht alles, was zählt, aber sind die nicht so schlecht, wie man sagt. Ja? Und ich glaube, dass er jetzt mit McDaniels, für mich einer der krassesten Coordinator der letzten 10 Jahre, jetzt so einen Headcoach noch bekommt, der offensiv sehr kreativ denkt und mit Devonta Adams eine krasse Waffe. Ich glaube, Derek Carr hat dieses Jahr eine gute Chance, richtig krass abzuliefern. Deswegen unterschätzt mir Derek Carr nicht. So, wenn der fit bleibt dieses Jahr, krass. Wann war das Jahr, wo Derek Carr die Raiders in die Playoffs geführt hat und sich verletzt hat? Das war, glaube ich, das gleiche Jahr, wo Carson Wentz sich bei den Eagles verletzt hat. Da war er auch krass. Ja. Also ich glaube, Derek Carr dieses Jahr, 2016 war das. Ja, das war auch, also klar, der hat sich auch hier und da verändert und hat auch Spiele gehabt, wo er echt schlecht war und in Clutch-Moments nicht geliefert hat. Oder ich weiß noch, wo er mal sich nicht getraut hat, zu einem First Down zu springen, weil er Angst vor einem Tackle hatte. Ja, ich weiß, ja. Aber finde ich gut. Andererseits hätte ich das bei Stafford auch nicht gedacht, aber vielleicht hat er mal Glück. Nein, Sinte, du hast es missverstanden. Ich glaube, Domeso meinte, er hatte bei Stafford auch nicht gedacht, dass er mal einen Super Bowl gewinnt. Also vielleicht hat Derek Carr auch mal das Glück, dass es passiert. Ich hoffe nicht, dass Domeso meint, dass Stafford Glück hatte, weil Stafford war davor schon einer der krassesten Quarterbacks, der dann ein gutes Team hatte. Ach so, doch, korrekt. Also meinst du mich korrekt, Domeso, oder Sinte korrekt? Ich hoffe, du meinst mich, weil wenn du denkst, Stafford hatte nur Glück in seiner Karriere jetzt mit den Rams, dann würde ich dir widersprechen. Mike hat recht. Okay, Domeso. Macht das Fabian, was gibt's? Carr definitiv gut, und denke ich mir, dass er wie bei Cousins in den Playoffs einfach abkackt. Ja, war MVP-Anwärter dann Beinbruch, das war so bitter. Ja. Also MVP, keine Ahnung, aber er hatte eine harte Division, ne? Anders als Cousins. Für mich hat Cousins die leichtere Division, auch wenn die Packers drin spielen.
Raiders müssen gegen die Broncos Defense ran, gegen die Chargers Defense ran und gegen die Chiefs, auch wenn die Defense da nicht so krass ist, ist die Offense überragend. Also Derek Carr ist mir schwieriger, aber ich traue den Raiders mit dem Coach, mit den Additions einiges zu. So, also Chat, ich bin dieses Jahr der Meinung, ich sehe die Chiefs noch nicht sicher in den Playoffs. Für mich kann jedes der 4 Teams auch Vierter werden, auch die Chiefs. Vor allem, wenn sich irgendwer von den Playmakern schlimm verletzen sollte, was wir nicht hoffen. Ja, sind wir. Also, Platz 65, Derek Carr, Quarterback, Raiders. Nicht falsch verstehen, ich sag nicht, er ist einer der besten Quarterbacks. Ich sag aber auch nicht wie Carsten, dass er Trash ist. Ich weiß noch, wo Carsten Anfang letzten Jahres, glaube ich, Mariota den Starter-Job zugeschrieben hat und gesagt hat, auf jeden Fall wird Mariota ihn ersetzen. Nee. Derek Carr. I feel like Derek Carr a little underrated. They don't give him no. Preach! Devon James. Preach! Nochmal für alle Hater. Derek Carr. I feel like Derek Carr a little underrated. They don't give him enough credit because if you look every year, passing wise and yards and just being able to get his guys the ball on film, we play him twice a year. I feel like he's a lot better than what people give him, and I feel like he does a great job leading the guys he has over there. Muss Carsten kurz ein Audio machen mit Devon James Ansage. Aber ich muss sagen, die Frisur, die er letztes Jahr hatte, die fühle ich auch nicht. Derek Carr is nothing if not competitive. He really only wants to, well, you know. And when he gets that look in his eye, it's game time. Sieht ein bisschen so aus wie ich, wenn ich hungrig bin. Kirk Cousins besser als Derek Carr? Weiß ich nicht. Also für mich, ich sehe beide auf einem Level tatsächlich, Smitty. Wenn ich mich entscheiden müsste... Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß, für mich ist das wirklich, was Center schreibt, sehr ähnlich. Also kannst du für beide Argumente finden, warum du eher den oder den starten solltest. Würde da jetzt nicht sagen, der eine ist auf jeden Fall besser als der andere. I've watched Derek play for a long time. Also beide für mich in der besseren Hälfte der Quarterbacks der Liga. And I think he's a guy that definitely cares. Hey, don't lose your stinger, man. We got the lead and let's keep it. We go home with the win. He's just Buri schreibt, für mich ist Carr Mr. Eyeliner. Ja, also selbst wenn er das nutzt oder Make-up nutzt, ist doch egal. Incredibly consistent and smart. Derek Carr made some critical throws when he had to. Threw guys open. Today, his accuracy made a difference. When he played us, I think he had like 3 or 4 incompletions the whole game. Carr 65 und Kirk 99 ist aber ein bisschen weird. Ja, da habe ich ja eben schon am Anfang gesagt, ich hätte Carr auch in die Top 100 gepackt, aber nicht 65, sondern schlechter. Ich hätte Cousins auch in die Top 100 gepackt, aber besser als 99. Ich hätte Mack Jones auch nicht besser als Cousins unbedingt gepackt. Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Carr hat keine O-Line, sonst Top 5 Player. Ja, ich glaube, Cousins hat jetzt auch nicht eine super viel bessere O-Line. Breaking, Running back Kenyon Drake will sign with the Ravens. Ja, hat sich ja schon angedeutet, dass er die Raiders verlässt. Finde ich krass, dass die Raiders ihn gehen lassen. Ich glaube, es liegt daran, dass White, der Rookie Running Back, so überzeugt hat wohl. Und Ravens, glaube ich, machen da eine gute Edition. Danke für die Info, Patti. 31 of 34, 323 yards and 2 touchdowns. He really seems like he's getting better as he's getting older. Carr threw for a career-high 4,804 yards. He completed 68.4% of his passes, 5th best in the NFL. That's my quarterback. I got like all the most respect, confidence, everything for that guy. He's a true pro, like for real. True quarterback, true leader. Hey, catch your breath. Let's go out, let's communicate and execute. Okay? Just like we do. Catch a breath. I feel like he's a top 100 player. He's a clutch player. A clutch player? Derek Carr, when we played him in college, he played for Fresno State. I was at Nebraska. He came up there. We ended up winning him, but they gave us a tough time. Since 2015, Carr leads all NFL quarterbacks with 23 fourth-quarter comebacks and 29 game-winning drives. When they played the Ravens, he made a couple plays to win a football game. 2nd down and 14.
3:44 to go. Carr's going to get the shotgun snap. They blitz from the side. It's picked up. He throws an arching pass down the side. It's caught at the 5. Das ist ein gutes Beispiel für, wo er trotz Druck es gepackt hat, ne? Hallo Plätze. Stats don't lie. Ja, sind aber nicht alles. To go to the playoffs, when they played the Chargers, he put up a big game. He stepped up in a big moment. Sudden death. 3rd down and 8. Carr hat aber auch gute Waffen. Also Hangman, wenn wir jetzt im Vergleich reden mit Kirk Cousins. Derek Carr hat Waller, Renfro, wenn du willst, Josh Jacobs als Running Back. Kirk Cousins hatte Thielen, Jefferson, Osborne, Dalvin Cook und Titan. War Rudolph noch da? War Kyle Rudolph noch Titan? Oder war es schon wer anders? Also, ich würde sagen, von den Offensivwaffen hatte Cousins mehr als Carr. Rudolph war schon weg. Wer war Titan nochmal letztes Jahr dann? Wer war Titan bei den... Stimmt, Rudolph war schon bei den Giants, ne? Wer war Titan bei den Vikings? Conklin. Ist okay. Conklin ist jetzt kein Waller, aber okay. Adams? Ne, Adams ist ja erst jetzt da. Adams ist erst jetzt da. Wir reden jetzt hier vom letzten Jahr. Ja. Ja. Ich mag Carr irgendwie. Ich glaube, er muss auch viel beweisen, dass er kein Bass ist wie sein Bruder. Das sind jetzt zwei völlig verschiedene Spieler, ja. Carr looks, goes over to the left-hand side, and Xavier Jones for the first down. A little 47-yarder. Jackpot, baby! Yeah! The Raiders are going to the playoffs. Yeah! Let's go! Ja, das war krass. The NFL is going to start taking note of Derek Carr. Ich fand ihn krass. Oh, Platz 64, Devon White, Linebacker Buccaneers. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Typ ist krass. You see on an Animal Planet, just in an open field, that just run and just jumps on something back. Kind of like the Tiger. 100 miles per hour. Ja, King Kong hatten wir schon als Info. Devon White chased him down. He's different. That's him. Also ich vergleiche nicht Godzilla. Egal wer es sonst macht. Ja, Devon White. Maschine. Maschine. Devon White, he's a monster. He's about 245 pounds running a 4.3 coming downhill. Oder Darius oder Shaquille jetzt. Was ist denn das für eine Mütze, Bad Boy? He's about 245 pounds running a 4.3 coming downhill. What a tackle by Devon White. He went flying like Superman. Probably the fastest linebacker in the game for point A to point B. Heineke, he is sacked by Devon White. Heineke never even saw him coming. It's not just being an explosive player, but it's being able to surprise your opponent. Und Devon White macht auch diesen Jubel hier. Das hier. It's not just being dieses Galoppieren, weil er selber ein Pferd hat, oder? Hat er nicht auf seinem Instagram-Kanal immer Bilder, wie er auf so einem Pferd sitzt? Ich glaube schon, so ein bisschen wie Von Miller. Ich habe hier eine Banane aufgeschnitten, King Kong. It's no surprise that Devon White's blinding speed makes him one of the league's best blitzing linebackers. It's intercepted. Sehr gut, Fabian. To the next level. Devon White coming on a delayed blitz right up the gut, and he is so fast. He hits the quarterback 30% of the time when he blitzes. It should be like 2%. As you see 22, Brady just laid there at the speed of White. Alter, wie He's one of the schnell best der ist, blitzing ne? linebackers in the league. Gets the pass away. Der blockt ihn doch keiner, ne? It is intercepted. Patriots wieder stark. Came on the blitz, blasted Jones, made him throw it early, got the interception. Hey, we put that blitz on his ass. That boy just threw it on his ass all day. Forcing turnovers, you got to respect things like that. Playing linebacker, you got to be a game changer. Jones throws a pass upfield. It's deflected, intercepted. Give half that interception to Devon White. He's so smart. Der macht doch jeden Nebenmann deutlich besser. Right where it need to be, watching so much film. Der wird doch nie gesehen beim Blocken, ne? Krass. It's like every play, he's in the play. He makes so many plays, it's crazy, man. Something he's been doing his whole career. Devon White with great lateral speed.
Whether you're running away from him, throwing the ball down the field, he's a guy that is constantly around the ball. And Devon White comes up with völlig verdient, also 64, vielleicht hätte man sogar besser sagen können. Mal gucken, wer noch kommt. He's always gonna be my top guy. His will to be the best at his position is what I really like about him. He's definitely gonna be a premier playmaking linebacker in the league for a long time. So, jetzt sind wir Platz 63. Oh, Jalen Waddle. Platz 63. Also klar, hat ein krasses Jahr gespielt. Erste Reaktion von mir, bisschen sehr gut eingeschätzt. Hätte man auch ein bisschen weiter hinten packen können. Top 100 auf jeden Fall. Aber vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen lost. Also Jalen Waddle, krasses Jahr gespielt, keine Frage. 63 ist aber hoch bewertet. Was war denn der letzte Wide Receiver, der hier in der Liste war? Der war auf Platz... Oi, ist das so der Beckham Jr. gewesen? Ja, 90. Okay, schon krass, dass wir so lange keine Wide Receiver mehr hatten, ne? Ja, okay. Schauen wir mal rein. Story. Waddle, waddle, waddle. Waddle, waddle, waddle. Waddle, waddle, waddle. So don't get too close. The duck said, adios. Then he waddled away. Then he waddled away. Waddle, waddle, waddle. Der Jubel ist so geil. Yeah, I can't do it, but yeah. Next day, bum, 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 bum. Goodbye. Then he waddled away. Waddle, 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 waddle. Waddle, waddle. Then he waddled away. Waddle, waddle. Überragend. Then he waddled away. Waddle, waddle. Geiler Jubel. When we first played Miami in that first game, you saw what he could do right off the bat. Gut, da war er krass. Jalen Waddle went up like he was 6'3" to catch that football. Super fast. He can scare people with his speed, so everything looks the same. Jalen Waddle, that great speed. Like he's gonna go deep, and then he can complement it by breaking out or breaking in. Fires one there. That's right on target to Jalen Waddle. And he is zooming. Waddle. Boy, showing the wheels, showing the talent. But it all starts with the initial burst that he has. Alter, wie Mills einfach wegrennt. Die Trikots sind geil. Here's Waddle in the slot and Bradley Roby matched up. Well, this is some really good route running, man-to-man, and look at how he just sticks. Let's get him. Wusste gar nicht, dass das so witzig ist. Yay! Yo, yo, yo! Two! Wie witzig ist der? Whether he was whistling like a seagull or waddling like a duck, Jalen Waddle had a heck of a rookie. Warum eigentlich like a duck? Eher like a penguin, oder? Year. That's what a first-round pick looks like. And now he's cracked the top 100. He has crazy speed, and he's able to utilize that. And I think the difference between him and other guys who are fast, he knows how to use his quickness. He's one of those Tyreek Hill-ish players. Ja, das war krass, ne? Waddle und Tyreek Hill. Also ich sag's mal so, Chat. Ich weiß zwar, dass wir einige drin haben, die auch mit mir in der Fantasy-Liga spielen, aber ich gehe ja selten früh auf den Quarterback in Fantasy, weil ich finde, es halt sehr viele gute Quarterbacks gibt, die gut Punkte machen. Hallo NY Giant, grüße dich. Für mich ist Tua Tagovailoa tatsächlich auch jemand, den man später noch gut bekommen kann bei Fantasy, weil der hat jetzt mit Waddle und Hill 2 Waffen in der Division mit Jets, Patriots und so. Ich glaube, dass eine Tua wäre da eine gute Idee. Was hat Cumberbatch denn bitte gesagt? Was ist denn da passiert? Oh, touchdown, man. That's just great speed. He broke Anquan Bolden's 18-year-old NFL record for catches by a rookie with 104. You can honestly say he deserves 20 touches a game. He'll probably make the most of them. Also ja, safe Top 163 weiß ich jetzt nicht, aber Waddle hat ein krasses Jahr gehabt. Poised for an even better year too. Waddle's got the record. He's a guy that's definitely productive. I think the more him and Tua get to play with each other, they can really develop that deep ball connection. They better double me. They better
trying to double me every play. One-on-one, they get nasty. Throws it. End zone touchdown. Waddle. He's going to be a great receiver in this league for years to come. Welcome to the National Football League. Great to have you. Well, you had a good ass year, boy. Hey, come on. You had a good ass year. Just has fun with it. Ja, war eigentlich Mack Jones bei dieser Aufnahme stoned? Ja, und Waddle und Speed, und, ja, krasser Typ und ja, nö. Lamb hatte knapp 100 Yards mehr bei weniger Rack. CeeDee Lamb hat in einem der krassesten Offenses der Liga gespielt. Ich glaube, das sagt einiges, Mace Window. Wieso muss man denn immer haten? Geil, geiler Typ, geil gespielt. CeeDee Lamb ist auch gut. Starker Mann. How we finish, man? Started off. How we finish, though? Number 2, I'm gonna go with myself. Oh, Chandler Jones. Auch ein sehr, sehr, sehr krasser Typ. Wo der schon überall war und geliefert hat. Bin gespannt. Number 2, I'm gonna go with myself. I'm putting Tom ahead of me because he's Tom Brady, like I said. Also er hat auf Platz 1 Tom Brady und auf Platz 2 sich selber. Geil. I feel like you should be your biggest fan. So I think Chandler Jones is number 1, but Tom Brady will be number 1 this year. Geiler Typ. Chandler Jones, Mann. Mega. Yes, sir! Back to pass. Wilson steps up, gets hit by Jones and fumbles the ball. Every time I play Chandler Jones, you know, he's always trying to get a couple sacks. He's always hunting. He continues to have great success every time he plays Seattle. In trouble, moving left, hit by Chandler Jones. And the ball comes out. Chandler Jones. And it's scooped up by Zach Allen at the 5 and into the end zone. Touchdown. 5 and 1. Those were Chandler Jones' games played and sack totals in 2020. He announced his return immediately in 2021. Cut down in the backfield by Chandler Jones. Turn immediately in 2001. Those were Chandler Jones' games played and sack totals in 2020. He announced his return immediately in 2021. Cut down in the backfield by Chandler Jones. Welcome back, Chan. A loss of 3 on the first play of 2021. But he wasn't quite done. Tannehill gets hit. Chandler Jones forces a fumble. It's picked up by Corey Peters, and he's into the end zone for the touchdown. Hallo Mango Fuchs. Mila ist eine andere Streamerin. Hallo Mango. Was geht? Ja, Chandler Jones, krass. He's in trouble, hit from behind by Jones and sacked. Chandler Jones with 2 sacks and a tackle for a loss in 10 minutes. His arm length is something that it's different. He gets his hands on you pretty quickly. And from there, he's able to, pull you. Chandler Jones at the bottom right just uses those hands. He's so long. Chandler Jones is obliterating Taylor Lewan. He's also very nimble. Jones, another sack. He knows how to make this target as small as possible. He can bend in different ways. He plays with great leverage. He's got 3 sacks already. He's also reached 100 for his career. Ja, Jones ist krass, oder? To Tannehill, straight drop back. Hit by Jones, fumbles the ball, kicked around far side, and recovered by the Cardinals. You got the strength to push you back. It mixes it up. Sometimes he's fast off the ball. Sometimes he's kind of slower in his pass rush. Chandler Jones, arms too long. Ja, er mit Crosby wird krass. Holy. Ausrufezeichen Holy. It's a chess match for him for sure. Geiles Duo. Tannehill, wrapped up and taken down. Chandler Jones again, number 5. 5 and 1. On his way to his 7th season with double-digit sacks. 5 sacks? I know. His ability to take the ball away from the quarterback is insane. He gets a strip sack damn near every time he gets home. Chandler Jones got the sack and forced the fumble. Jones is now over 100 career sacks, and he leaves the Cardinals as their über 100 Career Sacks. All-time sack leader with 71.5. Ich finde, also warum ich Chandler Jones mag, ist, er geht halt immer wirklich aufs Ganze. Ne? Also entweder er haut den Quarterback komplett aus dem Leben, hat einen Sack, oder er bleibt irgendwo hängen, aber er riskiert in seinen Plays immer alles.
All-or-Nothing-Spieler. We've had some good battles. You know, I think he's one of the best players to ever play this game at that position. Chandler Jones, the all-time sack king for the Arizona Cardinals. Finde ihn sehr, sehr gut. Shoot, I mean, he always just finds a way. Oh, jetzt könnte es ein bisschen wehtun. Haben wir Seahawks-Fans im Chat? Kurze Bemerkung machen. Gibt es Seahawks-Fans im Chat gerade? Dann eine 1 in den Chat. Oder haben wir gerade keinen? Hallo Schreibfehler, mein Schatz. Was? Zwiebel-Ninja. Oh, oh. Noch jemand? Hangman auch. How auch. Oh nein. Bonsai auch. Liebe Seahawks-Fans, können wir uns die Nummer 61 anschauen oder seid ihr dann traurig? Sympathisanto Meso. Pleite, Fans sind. Du kleiner Ram. Garnet schreibt auch 1. Garnet, können wir uns das jetzt anschauen oder soll ich skippen? Soll ich skippen oder sollen wir uns anschauen? Russell Wilson, jetzt ein Bronco, auf Platz 61. Oh, ich überlege gerade. Finde ich 61 okay? Ich meine, er hat krass begonnen bei den Seahawks. War auf MVP-Kurs so ein bisschen. Und dann hat er sich auch verletzt gehabt. War ein bisschen schlechter. Ist 61 gerechtfertigt? Skipper Max. Ich hätte fast gesagt, ein bisschen schlechter, oder? Aber, also, er hat, am Anfang war er einer der Besten. Von daher auf jeden Fall, aber dann hat es halt echt abgebaut. Naja, schauen wir mal rein. Platz 61, ich finde, also jetzt generell gesagt, nicht letztes Jahr, für mich einer der besten Quarterbacks. Finde ihn überragend. Ich bin ein großer, großer Fan von Russell Wilson. Let's go. Raiders incoming. Way to win. He's the second fastest player ever to get to 100 wins next to Peyton Manning. What's the difference between the Seahawks with and without Russell Wilson? I mean, he's the type of guy you can't really replace. Und er sagt Jordan Fuller was Wahres. Russell Wilson is the kind of guy you can't replace. Ich glaube auch, dass es... Also die Seahawks hätten keinen Spieler in der NFL verpflichten können am Markt, der verfügbar gewesen wäre, der Russell Wilson 1:1 ersetzt hätte oder der sie auf der Position besser gemacht hätte. Deswegen ganz, ganz, ganz bitterer Abgang aus meinen Augen für die Seahawks. Wirklich ganz, ganz, ganz bitter. Bin gespannt, was er bei den Broncos macht. Ich glaube, das wird dadurch echt interessant in der Division. Das ist wirklich ein Monster-Move gewesen von Denver. Davor sogar 12. Alter. Touchdowns. Red zone, touchdowns down here, touchdowns. You know, just having a guy like that, a winner, a competitor, is only going to make the division more competitive. Good. I like that play, huh? We got a lot of competitors on our team, so we'll be ready. Er ist halt, das ist für mich Russell Wilson, Chat. Dieser Move hier, dieses gucken, wo er hinwerfen kann. Er hat auch einen krassen Arm, ja. Dann sehen er sie, also es gibt keinen. Und dann dieses Crossen, nach hinten laufen und rausrollen. Ich finde, das ist Russell Wilson zu 100%. Und das macht ihn so gefährlich, weil er das in beide Seiten kann und so schwer zu verteidigen ist. Also es ist so schwer für eine Defense, ihn zu catchen. Und er kann im Lauf krass werfen. Er kann aus dem Stand eine Bombe rauszünden. Er ist beweglich, er ist schnell. Für mich ein Monster-Quarterback. Ich glaube, die Broncos darfst du nicht unterschätzen, King Kong. Russell Wilson might be leaving Seattle, but he's not leaving the top 100. He joins Tom Brady and Aaron Rodgers as the only players to make the list each of the past 10 years. Er ist der einzige Typ mit Brady und Rodgers, der es in den letzten 10 Jahren immer in diese Liste geschafft hat. Braucht man noch irgendeine andere Anerkennung, wenn das die Spieler wählen? Glaube nicht. Do I hate playing against? Out of all the players, Russell Wilson, because he played backyard football. Naja, Hau. Ich verstehe das schon. Aber erinnert ihr euch noch, als wir im Podcast die Frage hatten, die Carsten und ich beantwortet haben, wenn einer gehen müsste, Carroll oder Wilson, wen ich eher wegschicken würde? Ich hätte halt eher Carroll, der halt krass war, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, weggeschickt als Wilson. Jetzt ist es andersrum. Ich wünsche den Seahawks alles Gute, aber es wird schwer und es wird echt ein bisschen dauern mit dem Umbruch. Sooner or later he's gonna make a play. Throws inside.
Touchdown! Wir schauen weiter. Seahawks! He just kind of got that it factor of creating when there's nothing there. That play was made by Russ. Looked for all the world like he was going to go down. Ich hab schon Bock auf Madden, Chat, ihr auch? Found his way out, and that's what Russ does. Geil, Russell doesn't actually need offensive linemen. He's the best scrambler in the world. He's got such a great Cam Jordan speaking facts. Russell Wilson braucht keine O-Line, er ist der beste Scrambler auf der Welt. True, ist er, für mich auch. Also Mahomes auch krank und so weiter, ne? Aber Wilson macht das seit 10 Jahren. Sehr süß, Hangman. Russell doesn't actually need offensive linemen. He's the best scrambler in the world. He's got such a great sense for the rush. Houdini, the escape artist. My play is never dead. I can turn around, I hear the crowd screaming, he's still back there scrambling around, and he'll just throw one up, find the open receiver, and it's a touchdown. So how he extends plays is just incredible. Yeah, it's tough. It's tough. It's a long down, and it's a collective effort, man. You got to have ends doing their job, DBs on the back end doing their job. You got to make sure you're getting pocket pressure, and it's a long game. You know you're not going to get anything easy against them. I mean, he's been doing it his whole career. He has a great knack for kind of sensing where to go to try to elude blitzers. Blitz is coming. The throw up over the top. DK in the end zone. Touchdown! Aber vor allem Judy. One that sticks out to me most recently, we played against San Francisco this year. Schade, dass Patrick verletzt ist. Had a inside move with the nickel coming off the edge, and it was a really good blitz that was drawn up. Both came free, and once I knew I didn't get my block, I thought the play was over. He got 2 free runners against him. Also Chat, bei dem Standbild, wenn er so durchbricht, Dwayne Brown erzählt's gerade, also das muss doch eigentlich ein Sack werden, oder? He breaks both tackles, spins out to the right. Ist ja jetzt keine Nasebohrer, ne? Hier ist Nick Bosa. Schon hart, wie er hier den abschüttelt und dann rausbricht. Krass, das schafft auch echte Russell Wilson. Vielleicht noch 1, 2 andere, aber sonst keiner. He breaks both tackles. Alter. Spins out to the right and throws a touchdown. Was ein Pass noch. And I just stood there like, all right, that's Russ. Krank. That's who he is. That's the difference between good quarterbacks and great quarterbacks. When the game's on the line, money's on the table, they're going to make the plays. Russell Wilson throws a dart. What a 33rd birthday for Russell Wilson. His accuracy is off the charts. A little throw over the top. Ball is caught. The perfect throw by Russ. Woo! You know, he's very smart. Studies his ass off. He's gonna put in the extra time just to get that winning edge on Sunday, and it pays off. Nobody throws the deep ball like Russell Wilson. Oh, that was just chemistry between him and DK. He's one of the greatest quarterbacks to ever play this game, in my opinion. Hey, DK, that was sweet. That was beautiful. That was beautiful. He's such a laid-back guy. Oh, hey, man, hey, yeah. So, Chat. Nummer 60, Corey Linsley. Der Center der Chargers. Eben hatten wir Kelsey. Jason Kelsey. Linsley von den Chargers wird noch besser bewertet. Bin sehr gespannt. Was ist eure Stimmung gerade? Habt ihr Lust, gleich noch ein paar, keine Ahnung, bis 50 weiter zu gucken? Also noch 10 Spieler? Oder 5 Spieler, keine Ahnung. Oder würdet ihr sagen, danach zu Madden? Schreibt mal jetzt rein, wir gucken derweil nach Linsley zu Madden oder weiter gucken. Yeah, oh, man, oh, you know, Houston Also Millie JKM. This was a fun way to start. It was so funny. It was horrible looking, but it was hilarious. He's a team guy. Everybody's Millie rocking, I'm gonna start Millie rocking. Corey's the man. I love Corey. Ich glaube, wir brauchen eine Abstimmung. That C on Corey Linsley's chest isn't for his name or position. It means he's respected. But nothing shows peers respect like being voted. So, das muss man sich mal kurz anschauen. Highest ranked Centers in der Top 100. Nick Mangold war auch krass. 211. Marquise Pouncey. Max Anger, krass. Also Nick Mangold 47 ist halt krass, ne? Aber hier, er war zweimal auf Platz 60. Das ist schon eine krasse Ansage. Voted the best center on the top 100 for the second straight year.
What I think really makes a great center, first and foremost, you have to have the mental capacity to do that demanding part of the position. Centers are the quarterback of the offensive line. Linsley gets an edge in the huddle. When the rest of his teammates are facing in and focusing on Justin Herbert, Linsley is facing out, listening to Herbert while studying the defensive personnel substitutions and alignments. A lot of people, you know, they talk about the one of they talk about the quarterbacks. What about geile Info, schaut mal hier bitte. Wie wartet mal. Hier Linsley, guck mal, Herbert macht eine Ansage, aber Linsley schaut sich an, wie die anderen sich aufstellen. Also Multitasking, geil. Substitutions and alignments. Nee, kein Unentschieden, Leute. Bitte abstimmen. Talk about the quarterbacks. What about the centers? The center has to be able to call everything out. The amount of things he can see real quick. He's a really smart guy, and he's the general out there. He lines up and he goes to work, and he's really one of the best to do it. Alter, das fällt mir ja jetzt erst auf. Wusstet ihr das? Guck mal bitte, Joey Bosa hat links ein braunes Auge und rechts ein grünes, grün-blau, graues, keine Ahnung. Hä? Krass. Doch, bei mir wird es angezeigt, JKM. Achso, hast du gerade gesubbt, oder was? Weiter, schreibt Marvin. Das habe ich nicht gesehen. JKM, hast du gerade eben gesubbt? Krass, 2 verschiedene Augenfarben. Noch nie gesehen bei Bosa. Really one of the best to do it. Just having Corey, man, he's one of the best centers in this league, man. Y'all know that. JKM hat gerade gesubbt. Okay, sorry, wenn das nicht angezeigt wird. Bei mir steht, du hast seit 12 Monaten gesubbt auf jeden Fall, JKM. 1 Jahr. Ich glaub dir einfach mal. Du musst, glaube ich, auf Teilen drücken, wenn du subst. Vielleicht kam es deswegen nicht. Aber so oder so, vielen lieben Dank dir. Haut gerne ein F in den Chat. Dankeschön, JKM. Küsschen. Also eine Stimme ist gerade für NFL Top 100. Es ist ganz knapp bei der Abstimmung, Leute. Komm, alle rein nochmal. Was wollt ihr? Somebody that can take charge of a group and lead them in the direction necessary. And then second, I mean, you're going to be asked to do a lot of things in most offenses. More and more teams are running these hybrid offenses that do a little bit of everything. Ansonsten mal F5, JKM. Refresh mal, vielleicht kommt's dann. Linsley ist schon krass. Block a defensive tackle one-on-one. Long enough for Herbert to go through 4 reads and get it cleanly to his check down? We got it. Alter, wie ihn aufhält. 2 Leute mehr bei NFL Top 100, okay. Get out in front of a screen for a touchdown? We got it. Help sell a reverse to the left and then track down this linebacker? Watch him get out in space and accelerate, get in front of Eckler. Yeah, Linsley's got it. And he's also got it. That every team needs. Corey Linsley, that's what this play is all about, just attitude. Ja, also verdient, ne? 60. It ain't a very comfortable feeling. Der hat schon krass wieder gespielt. His arms, they're almost as big as mine. Mike, der ist so geil. Back in college, I just remember him getting his hands on me and being like, wow, I didn't know people could be this strong. When you turn on the film and watch him, he just dominates guys. One of the best to ever do it at that position. You know, he's just a great player in every facet. Ja, verdient. Oh, eben hat der Chandler Jones Chat. Jetzt kommt's. Wusste ich doch, dass es kommt, wenn du rephrased. JKM, Dankeschön nochmal. 2 Leute haben gesagt, wir machen weiter. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht bis 55. Vielleicht auch bis 50. Mal gucken. Jetzt Max Crosby. Den hätte ich gefühlt fast noch besser gesehen, oder? Der war für mich unfassbar stark letztes Jahr. I'll go Max Crosby as well. Max Crosby. Max got a lot of moves. If you watch somebody with a lot of moves, if you're a football fan, Max got a lot of moves too. He know how to get to the quarterback. March 11, 2020 was Max Crosby's first day of going sober. 2 years later to the day, the Raiders gave him...
Auch das ist eine krasse Info, ne? Der hatte echt Alkoholprobleme und kam davon zurück und spielt jetzt so ein Ding. 2 Jahre sober. Hat sich tätowiert. Schon krass. Also das ist wirklich, ja, Commitment. Hallo Coach Pox, Moinsinger. 2020 was Max Crosby's first day of going sober. 2 years later to the day, the Raiders gave him a $95 million extension. Heftig, also Story krass. Can't block me. Can't block me. Can't block me. Geiler Trash-Talker auch. In 2, 3. Might have a heart attack at 50, but it. We're getting the win. What a lot of people don't know, like, they just see Max do that on Sunday. Like, Max is like that in every single practice, every single walkthrough, every single rep. Got info. Max don't know this, but he probably gonna hear whatever he watched. His energy every single play, you know, it drives me. When I'm not feeling, I can just look at Max like, all right, well, if he can do it every single play, well, like, why can't I? And, you know, not just it affects me, I'm pretty sure it affects the other 10 guys on the field also. Best in the game, America. Max Crosby is probably my favorite player in the league right now. That tackle is hands in the ground. I'm going to say run. It's a run every time. It's a pass. I keep telling him. He's like, how'd you know? I'm like, bro, I watch film. I don't think I've ever seen somebody play football with the level of effort that Max Crosby does. And we're talking games, we're talking practice, we're talking walkthrough, just on at all times. Just instinctful player, incredible player. It was 4th and 1 on the goal line, and Max just jumped over the goal line and brought the quarterback down like he was a middle linebacker or something. Look at him just jump over. Ja, er spielt ein bisschen crazy, ne? So alles oder nichts mäßig, wie Chandler Jones. Also schon krass. Max Crosby, the right defensive end, is a star. He can wreck the game. Ich meine, er und Gagway war auch krass als Duo. This ain't the same Raiders. This is us, bro. We're different. We're different. In the final week, Crosby was all over the field as the Raiders beat the Chargers to make the playoffs for the first time in 5 years. He's come a long way from his days in rehab, Herbert going to the Pro Bowl this year, and you could just see the emotion on his face when that happened. You know, I want to continue going in the right trajectory. Völlig verdient in dieser Liste. Vielleicht hätte man ihn sogar noch besser raten können. Je nachdem, wer jetzt noch kommt. Und eine geile Story mit der Abstinenz vom Alkohol. Wir kommen jetzt zu Platz 58, dem nächsten Raiders-Spieler, der auch eine bewegende Geschichte hat, mit Darren Waller. Der es auch wirklich von ganz unten nach ganz oben mit einem krassen Turnaround geschafft hat. Ja, für mich letztes Jahr auch einer der besten Titans gewesen. Hätte man vielleicht auch noch besser ranken können. Er war halt ein bisschen verletzt leider. Schauen wir mal rein. Hallo Nifu. I'm a tight end, man. You know what time it is. That was a guy that was really fun to learn from at tight end U. Just the way he can set up defenders because he knows how quick he can be. For us tight ends, like in any route, it's not about our speed to the top. It's our speed from the top, transitioning out of your break. It all starts with a line. Alter, was eine Maschine. Hurry. Letztes Jahr 35. Oh, Chat, Carsten Spengemann hat mich angerufen. Jetzt schreibe ich wieder, dass ich streame und dann ist er wieder beleidigt. Passt auf. Jetzt, Carsten. Streame gerade. Ist was Wichtiges. Jetzt schreibt er wieder wahrscheinlich zurück. Nie gehst du ans Telefon, wenn ich anrufe. Ruf mich doch kurz an, einfach mute. Ja, dann quatscht er mich wieder tot, Fabian, 10 Minuten. Das wollen wir ja auch nicht. Type of size and the type of speed you want at that position. I mean, he's like 6'5", 6'6", 4'4", 4'3" guy. So having a guy like that, you know, creates problems. Yeah, King Kong. Vegas touchdown. He's an athlete at tight end, you know what I'm saying? And there's not too many of them across the league. Dominate today. Be great, bro. Darren's just he's a matchup nightmare. He's freakish. You have to have 2 in his direction. If you leave him one. Hey Borok, ne. Also bestimmt cooles Spiel, aber ist mir glaube ich echt zu detailliert. Ich habe nicht die Zeit dafür, mich da rein zu grinden. One-on-one is bad news.
He's a guy that they use a lot no matter what circumstance, whether it's first down, second down, third down. Watch forward. Sometimes people say you can put hands on him. Some people say give him space, but he can move. So it's not him just being a big slug. Like, nah, he's Raiders a incoming. wide receiver. And that's not normal for a tight end to be able to have wiggle and shift and be able to get defenders to move. Wilder Style von Johnson. Ja, Waller ist krass. He can run whip routes, change the direction. He got real good hands. And he's a physical. Okay, es geht um die Aufnahme. Er schreibt mir, dass er Donnerstag und Freitag keine Zeit hat für die Aufnahme. Und ob wir dann morgen aufnehmen. Morgen ist Mittwoch. Morgen ist Mittwoch, der 31. oder? Morgen Mittwoch. Kann ich da, Chat? Chat, kann ich morgen aufnehmen? Morgen Abend? Tagsüber bin ich bei RAN. Chat, ihr kennt meinen Kalender besser als ich. Kann ich da aufnehmen? Schreib ihm mal. Klar, wird eng, passt aber. Ich glaube, ich kann morgen so ab 17 Uhr, oder? Vergesse ich irgendwas, Chat? 17 Uhr. Ja, ich glaube, das passt. Ja, dann morgen, Chat, morgen Podcast. 17 Uhr. Hallo, Heimi Hardcore. Ja, oder morgen früh 5:30 Uhr sind. Ich schlag's ihm vor. Hab meinen eigenen Zeitplan nicht im Griff und du fragst, ob du irgendwas vergisst. Ja, Chat, wir machen gleich weiter. Ich gehe kurz aufs Klo. Ich hau für die Non-Subs eine Werbung rein. Dann habt ihr die jetzt weg, wenn ich mitten am Reden bin. Mach euch Musik an und bin gleich wieder zurück, okay? Kurz aufs Klo, dann schauen wir weiter. Was für Musik gönne ich euch? Was für Mucke gönne ich euch, Chat? Wollt ihr Rock, Pop oder Hip-Hop? Oder Oldschool? Schreibt schnell rein. Rock, Pop, Hip-Hop, Oldschool. Ihr entscheidet, was für Mucke läuft, während ich kurz aufs Klo gehe. Oldschool. Ja, Nifo war zuerst, also gibt's Oldschool. Oldschool. Okay. Dann Oldschool. Geil. Bis gleich, Chat. Bin gleich wieder da. Kurz Klo.
Chat! Jump! Einfach ein geiler Song, oder? Sorry, wenn es jetzt länger gedauert hat. Dafür habe ich euch eine Banger Instagram-Story gerade hochgeladen. Carsten wird mich töten. Kleiner Spoiler. Wir machen weiter, ja? Schlager, Skipper. Oh Gott, oh Gott. Wir waren gerade mitten bei Darren Waller. Sorry fürs Unterbrechen. Ich gehe auch ein paar Sekunden zurück. Und wir gehen nochmal rein. Wide receiver. And that's not normal for a tight end to be able to have wiggle and shift and be able to get defenders to move a certain way. Klar, Hansi, immer. He can run whip routes, change the direction. He got real good hands. And he's a physical guy. Hände sind auch krass von dem, ja. You know, the ability to get open, create space, use his body, make contested catches. He's one of those guys you're like, yes, he's a true tight end. You know, he's able to do everything that you ask of him at a high level. Much respect to him. Chat, wer sind die besten Titans? Ich meine, Gronk ist jetzt weg, aber dann kann man schon sagen, Kelsey, Kittle, Waller. Ich meine, Andrews war auch krass. Aber Waller kann man, also Waller muss man mindestens in die Top 5 packen, oder? Roadtrip Vibes mit Hansi. Ja, der Song ist ja auch geil, Party. Ich liebe Jump, auch wenn das BVB-Züge hat, aber ich lieb's. Oder? Also Waller auf jeden Fall Top 5 Titans. Safe. Darren's like one of those monsters from Space Jam. You feel like he can just elongate his arms and make crazy catches. The Chargers game, Derek threw it in the corner of the end zone. It was a pass you thought that was maybe being thrown away. Taking advantage of the size advantage between Waller and Nasir Hadley. Derek sees the background and just throws it high. And you see Darren's hands go up and catch it and bring it down. Just put that thing up in the air and let the big man go up and get it. When Darren gets passionate, you know, he just made a dang good play. Carr hits Waller and the Raiders are in business. Biggest play that I've made in my career, if you look at the situation, I was up 3rd and 17 in the playoff game against the Bengals. It's going to be over if we don't move the ball. Corner's back, looks, guns down the middle for Waller. Oh, he made a one-handed catch. Let's go! We worked on that throw a lot. That was the first time that we ever hit it. There's like a huge situation. Darren Waller's peers voted him onto the top 100 for the 3rd straight year. Yeah, it's pretty dope. You know, it's like you have people that do what you do, say that. Niemand ist größer und schneller als Tight End. Oh, da würde ich vielleicht widersprechen. Darren Waller. Wie groß ist er? Darren Waller 1,98, 116 Kilogramm. Kyle Pitts. Genauso groß, 108 Kilogramm. Ich glaube, Pitts ist schneller. Ich glaube, Kyle Pitts ist schneller als Waller. Aber Waller hat auch krasse Hände und hat letztes Jahr mehr abgerissen. Aber Kyle Pitts in so einem Team wie bei den Falcons als junger Spieler, vor allem in der 2. Saisonhälfte, krass aufgespielt. Nope. Vom Gefühl her würde ich sagen, doch. Ist. Gibt es irgendeine Seite für Tight End Speed Ranking? Don't know, wie sowas? Aber gut, Madden halt, ne? Naja, Kyle Pitts ist ein Tight End, auch wenn er oft als Receiver aufgestellt wird, ne? Wer hat in Madden den besten Speed bei den Tight Ends? Kyle Pitts. Kyle Pitts in Madden schneller als Waller und Taysom Hill. Gut, Taysom Hill als Tight End, okay. Gut, muss man überlegen, ob man jetzt auf die Madden Ratings vertraut, aber vielleicht gibt es noch eine andere Seite. Vielleicht irgendwie so NFL Fastest Tight End. Gut, jetzt noch irgendwelche Combine Stats. Who is the fastest tight end in history? Was ist denn Darren Waller Speed? Oder nee. 40 Yard Dash. 4,46 Sekunden. Kyle Pitts. Das ist ein Lauf, ne? 4,44. Minimal schneller.
ist es auch schwer, so ein Dash, weil es ist jetzt ein Lauf und nicht viele wie im Spiel, deswegen, ne? Aber ich würde schon sagen, sorry Fabian, habe ich nicht reingeschaut. Ich würde schon sagen, Raiders incoming, wir haben jetzt Madden und den Dash. Waller ist verdammt schnell und einer der besten und auch höher zu ranken als Pitts letztes Jahr insgesamt, auch wenn ich glaube, dass Pitts dieses Jahr krass wird. Aber schneller würde ich schon sagen, also für mich ist bei der Größe der schnellste Titan schon der Receiver-like für mich Kyle Pitts. Auch Patti. Bin ich Nasko oder was? Beide mega schnell, ja. Komm, man zählt nicht, war dort schon drogensüchtig. Ja, also ich finde auch, das ist ein Lauf, aber ich bleib bei. Auch Madden sieht es ja ähnlich zum Beispiel. Ich habe jetzt hier keine anderen relevanten Werte gefunden. Ich sag, Kyle Pitts ist schneller. Auch wenn ich Waller geil finde. Beide geil finde. It actually means a lot. It's a hard occupation. It's not for everybody. So for those guys to see it, it's pretty cool. Hey, that's some plan. Respect for you, bro. Likewise. Good luck. Appreciate it. Hopefully I'll see it tight in you. Appreciate it. Aber Maschine. So, Platz 57 kommt jetzt und das ist ein Spieler, der polarisiert. Kyler Murray. Eins in den Chat, wenn ihr Kyler Murray, nicht jetzt spielerisch, nur vom Typen, vom Menschen her, so wie er rüberkommt bei Interviews. 1 in den Chat, wenn ihr Kyler Murray feiert. 2 in den Chat, wenn ihr sagt, ist nicht mein Fall. Nur jetzt nicht vom Spielertypen, sondern von der Art Mensch. Wie er rüberkommt in den Medien. 1, wenn ihr sagt geil, 2, wenn ihr sagt nein. Eins, zwei, ja. Schon eher Richtung 2, oder? Gut, Zinta als Ram sowieso, Fabian 2, Paco sagt 1, Frozilla 2, 1,5, okay, ist auch okay, King Kong. Ja, 2. Also für mich ist das jetzt mit diesem Monstervertrag das Jahr, wo Kyler Murray liefern muss. Jetzt muss er liefern, ist meine Meinung. Mir ist scheißegal, ob er jetzt extra Stunden machen muss, um irgendein Playbook zu studieren oder so. Jetzt muss er liefern. Als Spieler mag ich ihn Kehr, aber seine Art geht so. Ja. Okay, mal sehen, was er das Jahr zeigt. Platz 57, glaube ich, ist, also, dass er in den Top 100 ist, ist klar. Chase down Kyler Murray. You ever chased a chicken before? Or like a roach when you turn the lights on, they just scatter? Das ist ein krasses Mobil, ja. Weil so klein ist auch. Coach Post. It's like one of those. Von 39 auf 57. This is a different dude. Nobody in this room as fast as this kid. He's like that little kid. So schwer ihn zu bekommen. You can't catch me. He literally runs around like that little bad kid. It's a 60-minute game of catch me if you can. And Kyler Murray remains the king of the playground. Ist halt echt so, ne? Play that's supposed to be dead after 5 seconds to turn into a long scramble play. It's like that ist halt echt schnell. On the playground, all the play, just quick twitch, quick feet. Catch the damn gingerbread man. Yep. He's like a mouse. Based off me taking a dive, it's a keep read for him. He sees nothing but daylight. He's so athletic, he's so fast, he just outruns guys. Kyler hits the nitrous. He's hard to play against. We're going. And then he has a rocket for an arm. He's one of the quarterbacks now that's evolving this game and changing it to things that we've never seen before. Er hatte doch auch eine Hail Mary auf Hopkins mal, oder? War das nicht auch der Fall? Die Lions? Oder? Ja, Zwiebel. Gegen die Bills? Ach, gegen die Bills war's. Aber das war auch krass von Hopkins, ne? Hopkins auch wichtig, wenn er zurückkommt. Also er ist schon krass, so ist es nicht. Aber ich finde, er muss noch mehr Leader werden. Er muss noch mehr ein Anführer werden. Das werfe ich ihm vor. Weniger auf sich bezogen, Highlight-Player zu sein und mehr ein Anführer im Team. Das ist das, was er machen muss für den nächsten Step für mich.
Back to throw, Murray in trouble. Spins out of there to his left, being chased by 2 Vikings, and launches it deep, wide open near side at the 40 is Rondale Moore. What? Feeling pressure, flushed out of the pocket to the right, now throws back across the middle, and it's caught in the back of the end zone, touchdown. He throws the balls just as far, as hard as anybody. Throws deep right side, over the shoulder, touchdown. Now throwing deep, far side, and it's pulled into the end zone for the touchdown. Ja, Coach ist auch gekommen, aber auch er selber. It's completely different than anybody else you're gonna face. Aber ja, Platz 57 geht klar, würde ich sagen. I love watching him play. Platz 56, Cornerback Xavier Howard. Why you got me in the graveyard, Alan? What? Why you got me in the graveyard? It needs to add motivation. At least my ain't have RIP over it. Especially not tonight. You ball, bro. You good, bro? Auch das geil. Bei Halloween hat ja Miles Garrett so einen Friedhof aufgestellt mit den ganzen Quarterback-Namen mit Kyler Murray drauf. Das war sehr, sehr lustig. Vielleicht haben sie das ja, King Kong. So, jetzt zu einem der besten Safeties. Corner. Er ist Safety. Minka Fitzpatrick. Xavier Howard. Auch das vielleicht der beste Defense-Spieler der Dolphins. Ja, würde ich sagen. DB, but he has the ball skills and the football IQ of a receiver. Xavier Howard said, I got it, man. I'm turned into a receiver. You know, anytime the ball is in the air, it's a 50-50 ball with him. He's having another good year, man. Weil kennt ihn ja noch, ne? Ich hab von den Dolphins und den Steelers, Fitzpatrick. Von 17 davor, krass. Xavier Howard led the NFL with 10 interceptions in 2020. That meant quarterbacks kept their distance in 2021. But that didn't stop the X Factor from making an impact. And Xavier Howard had really good coverage. You know, he got me in the second game on a pick 6. Mack Jones, empty backfield, back to throw, looking, fire, picked off by the X-Man, the 20, 15, 10, pick 6, touchdown Miami. It was 3rd and short. He kind of knew that whenever it was 3rd and short, we were trying to just get the first down. So he felt comfortable jumping the out route. So now I know. For the future, we'll see how it plays out. Next man jumps right in front of Jacoby Myers, takes it back for a touchdown. That's the reason why he's going back to the Pro Bowl. Nah, he a ball. Where's he throwing that? X-Man just cuts underneath him. The ball always find him or he find the ball. Back to throw Ryan. Oh, it's picked. Xavier Howard, Chat, schon ein krasser Corner, oder? What a great play by Xavier Howard. Doch, den Vertrag hat er jetzt bekommen, Nico, oder? Ist so einer der Top-Verdiener. It don't never look like he's straining to make a play. He just always in the right position at the right time and making plays on the ball. Man corner, just man on man, press in your face, great instincts, great ball skills, attack the ball at a high level. He does it all. He got everything you want in a corner. It's hard to be on that island that he's on right now because I've been in that defense before, and it's a real true island. X Island is not a friendly place for NFL wide receivers. Bring out the play clock. 2, 1. Just got it off. Back to throw. Looking. Oh, X picked that off. Interceptor. What a great interception by Xavier Howard. Every time I see him making a play on the ball, it's been like slants and little, you know. Gottan, danke schön für dein Follow. You know, he real patient at the line, and any type slants, he always in good position to break up on the ball. He good at punching the ball out. He scooped one up and took it to the crib. Ball on the ground, Dolphins got it. Xavier Howard down the sideline, blockers in front. You know, his turnover production is what makes him really great. And that was a big-time play by a big-time player in Xavier Howard. Wow. Ja, Howard auf jeden Fall, Platz 56, glaube ich, keine Frage, dass er da reingehört. Aber doch, ich finde schon, dass er Liebe bekommt, oder? Chat. Also, underrated würde ich ihn jetzt nicht sehen.